bin Laura und ich mache hier einen Abnehmen-Vlog, in dem ich euch zeigen möchte, dass langsames Abnehmen auch ein Weg ist und dass das ein guter Weg ist. Ich habe in meinem Leben schon sehr viele Diäten gemacht und ich habe überhaupt keine Lust mehr in diesem großen Game, sage ich jetzt mal, oder in diesem großen Spiel mitzuspielen, weil es bei mir immer wieder auf den Jojo-Effekt hinauslief. Ich habe immer relativ schnell abgenommen und ich habe danach immer wieder zugenommen und für mich war das immer nur eine Form von Schwäche und nicht der Jojo-Effekt. Also nicht schon vorprogrammiert. Für mich lag es immer an mir selber, weil ich nicht stark genug war, weil ich nicht genug Willensstärke hatte. Ich habe immer wieder einen Jojo-Effekt gehabt und ich habe überhaupt keine Lust, jetzt nochmal einen Jojo-Effekt zu haben und ich bin nie den langsamen Weg gegangen. Und ich nehme jetzt mit einem langsamen Weg ab und hoffe, dass ich damit später den Jojo-Effekt vermeide. Beziehungsweise ich gehe es bewusst so an, dass ich später den Jojo-Effekt vermeide. Ich tracke Kalorien und esse intuitiv. Ich kombiniere das so ein bisschen, weil ich habe nicht immer Lust, Kalorien zu zählen. Und wenn man drin ist im Kalorienzählen, dann weiß man auch so intuitiv, wie viel was an Kalorien hat. Und auf der anderen Seite ist das bei mir so, wenn ich nur intuitiv esse, dann nehme ich nicht ab. Ich habe das schon versucht mit dem intuitiven Weg komplett. Der war bei mir nicht erfolgreich. Da halte ich mein Gewicht mit, was ja auch irgendwie ein Erfolg ist. Aber ich möchte einfach noch ein bisschen abnehmen. Deswegen habe ich für mich das so gemacht, dass ich es beides kombiniere und das für mich dann immer so mache, wie es passt. Ich habe in 2023 minus 10 Kilo abgenommen und in 2024 minus 2,5 Kilo. Und was ich komplett ausgeblendet habe, ist, dass ich seit 2020 insgesamt minus 20 Kilo abgenommen habe. Also ich habe vorher bis 2023 minus 11,5 Kilo abgenommen und ich blende das immer aus, weil ich immer erst ab dann zähle, ab dem ich hier mit meinem Vlog angefangen habe. Aber ich habe vorher auch schon ein bisschen abgenommen. Total habe ich jetzt auf meinem Weg des langsamen Abnehmens 20 Kilo abgenommen. Und das ist eigentlich schon ein gutes Sümmchen. Ich denke mal so, ja, es geht so langsam und dies und jenes. Jetzt besonders in 2024 habe ich nicht so viel abgenommen. Das macht mich natürlich so ein bisschen kürre. Auf der anderen Seite habe ich aber auch nicht zugenommen und das ist für mich ja mit das Wichtigste, dass ich nicht zunehme. Als ich jetzt neulich durch meine Bücher gegangen bin und gesehen habe, mit welchem Gewicht ich 2020 gestartet habe und dass das insgesamt 20 Kilo sind, war ich schon ein bisschen stolz auf mich, weil ich das überhaupt nicht mehr im Kopf hatte und das in einem angemessenen Zeitraum. Mein Spitzname ist Lötti und ich wollte das auch nur kurz erwähnen, weil hier öfter auch Future Lötti auftaucht oder Next Day Lötti. Wenn ich es mal wieder nicht geschafft habe, irgendwie pünktlich meine Tagesendbesprechung zu machen. Es gibt so viel, was ich nicht mache, weil ich denke, ich kann es erst machen, wenn ich am Ziel bin, weil ich noch nicht schlank bin. Schwimmen, Klettern, einfach so banale Sachen, von denen ich mich fernhalte, weil ich denke, ich passe da nicht in die gesellschaftliche Norm rein oder weil ich einfach keine Lust habe auf diese Blicke, die man dann bekommt oder irgend so einen blöden Spruch von irgendjemandem. Ich habe da einfach keine Lust drauf. Ich habe das viel zu oft in meinem Leben gehabt und deswegen mache ich diese Dinge teilweise nicht. Und ich habe einfach keine Lust mehr drauf, auf irgendwas zu verzichten, weil ich denke, ich habe nicht die richtige Figur dafür. Warum muss ich dann schlank sein, um schwimmen zu gehen oder um klettern zu gehen? Und warum muss ich erst mein Zielgewicht erreicht haben, um meinen Muskelaufbau zu betreiben? Ich habe meine Figur in sehr vielen Dingen immer vorgeschoben, weil ich irgendwas erst erreichen konnte für mich in meinem Kopf, wenn ich abgenommen habe. Und ich habe keine Lust mehr darauf, auf irgendwas zu verzichten. Und ich möchte auch nicht mehr mein Ziel, was ich habe insgesamt mit dem Abnehmen, als Ausrede benutzen, um etwas anderes für mich umzusetzen oder um schwimmen zu gehen. Ich möchte das für mich nicht mehr als Ausrede parat haben, dass ich erst gewisse Sachen machen kann, wenn ich abgenommen habe. Also bei mir war es wirklich früher so, dass ich gewisse Sachen nicht machen konnte, bevor ich ein gewisses Gewicht erreicht habe. Das ist, finde ich, nochmal etwas anderes, wenn es körperlich einfach nicht geht. Aber bei mir, schwimmen gehen geht bei mir körperlich zum Beispiel. Das heißt jetzt nicht, dass ich morgen im Schwimmbad bin. Das ist nur ein Beispiel, ja. Das ist mir trotzdem noch unangenehm, wenn man dann da so schräge Blicke bekommt. Da muss ich einfach innerlich für mich so sehr schwimmen gehen wollen, dass mir das total egal ist. Das ist bei mir jetzt momentan nicht so. Einfach so, weil ich da jetzt mich nicht mit beschäftigen will. Aber es war früher schon so, also ich habe mit Gehen angefangen, als ich wesentlich mehr gewogen habe. Und ich hätte gar keinen richtigen Sport machen können. Das war keine Ausrede. Da musste ich ein paar Kilos verlieren, um etwas beweglicher wieder machen zu können oder überhaupt beweglich zu werden. Das meine ich damit nicht. Aber trotzdem benutze ich für mich oft dieses, erst wenn ich mein Ziel erreicht habe, kann ich dies oder jenes wieder machen. Und für mich war es auch so, erst wenn ich 10 Kilo abgenommen habe noch, kann ich mich um meinen Muskelaufbau kümmern. Und ich habe jetzt irgendwie keine Lust mehr drauf, jetzt in diesem Tenor weiterzufahren. Deswegen habe ich gedacht, nee, du kannst das jetzt schon machen. Ich mache sowieso meinen Sport. Der unterstützt mich ja auch dann quasi beim Abnehmen dabei, dass ich nicht noch mehr Muskeln verliere. Weil ich für mich jetzt nicht mehr warten möchte, habe ich jetzt einfach mal
meinen Fokus geändert. Ich wollte das so erst machen, wenn ich 10 Kilo abgenommen habe, aber ich mache das jetzt schon so. Ich habe meine Kalorienbilanz nach oben gesetzt, also das, was ich tracken werde. Ich habe die auf 2000 hochgesetzt. Vorher habe ich auch über meinem Grundumsatz gegessen, aber jetzt schon ein bisschen höher, nicht wesentlich höher, aber schon noch angemessen. Ich bin da nur das ganze letzte Jahr über nicht richtig reingekommen. Die ersten 2 Wochen meines Zyklus habe ich immer super umgesetzt und die zweite Hälfte meines Zyklus, da habe ich quasi das, was ich in den ersten 2 Wochen erreicht habe, wieder aufgebraucht. Das war eigentlich ganz gut, weil so habe ich nicht zugenommen. Aber ich möchte jetzt wirklich noch ein bisschen abnehmen und deswegen mache ich es jetzt ganz langsam. Für mich ist so ein bisschen mein Ziel, dass ich mein Fett ausschleiche. Deswegen ist es jetzt auch die Fat Loss Journey, weil ich kein Gewicht verlieren will. Ich will eigentlich nur mein Fett verlieren. Und ich hoffe jetzt einfach, also dass ich mein Kalorienziel nicht mehr anpassen muss und dass ich mit diesen 2000 bis zu meinem Ziel das so ausschleiche. Da bin ich mit ordentlich über meinem Grundumsatz und ich habe das noch nie so probiert. Also ich habe mal das 1-2 Wochen versucht mit einem niedrigen Kaloriendefizit, also von 100 bis 200 Kalorien abzunehmen. Das war mir aber dann so zu langsam, dass ich nach 2 Wochen aufgehört habe und mir irgendwas Krasses rausgesucht habe, weil ich einfach gedacht habe, es passiert nichts. Und ich bin früher immer sehr schnell in Panik geraten, wenn nichts passiert ist auf der Waage. Das ist heute anders. Das nutze ich für mich jetzt aus. Wir schreiben noch das Jahr 2024. Wir befinden uns in der ersten Kalenderwoche 2025. Ich habe noch 2 Wochen Urlaub und ich werde die Ziele, die ich mir jetzt vornehme, erst richtig in 2 Wochen befolgen, beziehungsweise für mich gänzlich umsetzen. Jetzt die nächsten 2 Wochen werde ich einfach nur Urlaub machen und versuchen, ein paar Ziele so langsam wieder mit reinzunehmen. Für mich mit das wichtigste Ziel ist 4-mal in der Woche Sport. Ich möchte das wirklich als Routine drin haben, dass ich von mir aus, ohne drüber nachzudenken, einfach diesen Sport mache. Für mich ist das mit dem Sport immer noch ein sehr großer Angang. Ich habe zwischendurch auch versucht, 5-mal die Woche Sport zu machen. Das hat teilweise funktioniert, aber teilweise hat es mich auch überfordert. Und ich möchte ja meine Ziele angemessen erhöhen, deswegen bleibe ich bei 4-mal die Woche Sport. Also ich mache Bodyweight-Training. Dann möchte ich 3-mal die Woche mindestens 30 Minuten am Stück gehen. Also ich gehe meistens dann so ein bisschen straffer und für mich ist das so eine Art Ausdauertraining. Ich möchte jetzt nicht zusätzlich noch Fahrrad fahren oder Trampolin springen oder sonst was, weil für mich ist am wichtigsten, dass ich den Sport umsetze, das Bodyweight-Training. Und wenn ich jetzt noch so eine richtige Ausdauersache mit reinbringe, dann bin ich am Anfang zu kaputt. Deswegen ist es für mich wichtig, dass ich in der Woche 3-mal 30 Minuten am Stück gehe, mindestens, weil das immer wenn ich gut abgenommen habe, bin ich auch viel gegangen. Das gehört für mich irgendwie dazu. Es gleicht mich auch aus. Dann natürlich meine Schritte. Ich habe ein Schritteziel von 6000. Als ich wieder mit meinem Schritteziel angefangen habe, habe ich mit 3000 angefangen. Dann habe ich auf 4000 erhöht, dann habe ich auf 5000 erhöht und jetzt bin ich bei 6000 und ich bleibe bei 6000. Weil bei mir ist das Problem, wenn ich mein Schritteziel immer weiter erhöhe, dann wird es immer höher und immer höher. Und ich bin so ein Highscore-Typ. Ich lande dann relativ schnell wieder bei 20.000. Wenn ich mehr Schritte gehen will, dann kann ich mehr Schritte gehen. Ich muss ein bisschen darauf achten, dass Highscore-Letti nicht mehr aktiv wird. Dafür habe ich meine Schritte-Ziel-Siegessträhne, wo ich so ein bisschen einfach meinen Highscore versuchen kann zu brechen, der übrigens bei 57 Tagen liegt und es ist noch ein weiter Weg, aber ich werde es irgendwann hinkriegen. Mit 6000 Schritten muss ich mich oft schon extra bewegen. Also das motiviert mich schon, von der Couch aufzustehen und dann noch meine Schritte voll zu machen abends, 20 Minuten, 15 Minuten. Dann möchte ich noch mindestens in der Woche 5-mal kalt duschen. Ich habe jetzt nicht 7-mal gesagt. Also 4-mal gehe ich sowieso duschen, weil ich Sport gemacht habe. Das 5. Mal muss ich extra duschen gehen. Und deswegen kriege ich das für mich oft nicht hin, dass ich 5-mal die Woche kalt dusche. Aber das ist für mich jetzt ab der 3. Woche so ein richtiges Ziel, dass ich durchziehe, meine 5-mal kalt duschen mindestens zu erreichen. Dann ist für mich ganz wichtig, in meine Atemübung reinzukommen. Ich mache immer jeden Morgen so eine Atemübung. Theoretisch mache ich jeden Morgen meine Atemübung. Ich habe das jetzt die letzten 2-3 Monate nicht gemacht, einfach weil ich die Zeit mir nicht dafür geben wollte. Und ich glaube, dass mich das bei meiner regulären Atmung unterstützt. Das Allerwichtigste ist für mich, dass ich gut mit mir umgehe. Dass ich nicht mehr schlecht mit mir rede, in meinem Kopf, in meinen Gedanken. Dass ich nicht mehr mich fertig mache, weil ich mich früher sehr viel runtergemacht habe, wenn ich etwas nicht geschafft habe, was ich schaffen wollte. Dass ich auch nicht mehr schlecht mit mir umgehe, wenn ich mal zu viel esse, weil da habe ich mich immer richtig fertig gemacht und dann ging das volle Programm los. Mein Stress ging nach oben. Ich habe einfach Panik dann nachher gehabt und so. Und das möchte ich nicht mehr. Ich möchte
einfach im Einklang mit mir selber sein. Ich möchte gut mit mir umgehen, ich möchte nett zu mir sein und ich möchte für mich das Beste aus mir rausholen und das kann ich auch nur, wenn ich mit mir gut umgehe und wenn ich mich nicht fertig mache. Ich erreiche viel besser meine Ziele, wenn ich positiv mir gegenüber eingestimmt bin. Und deswegen möchte ich auch mein Diät-Ich, was ich da oben noch drin habe, was mir sämtliche Diätregeln aufdiktiert, die ich noch so im Kopf gespeichert habe, was weiß ich, Eiweiß zuerst oder irgendwie, keine Ahnung, dass ich das einfach zum Schweigen bringe oder ignoriere, gekonnt ignoriere. Das kann ruhig reden, aber es ist mir nicht mehr wichtig. Und da möchte ich hinkommen, dass ich einfach grundsätzlich mit mir sehr nett umgehe und dass ich mich dabei unterstütze, meine Ziele zu erreichen und mich motiviert selber nach vorne bringe. Das ist für mich mit das Wichtigste, weil ich selber in dem Bereich einfach der größte Schadensbringer mir gegenüber war, weil ich mich einfach selber fertig gemacht habe. Und das ist nicht zielführend. Es ist einfach nur stressbildend, sage ich jetzt mal. Und ich bin auch froh, dass ich da jetzt schon so weit bin, dass ich das für mich so erkannt habe und dass das auch viel, viel seltener jetzt stattfindet. Aber ich möchte einfach darauf ein Auge haben, dass ich mit mir weiterhin gut umgehe und auch immer besser mit mir umgehe. Weil ab und zu mache ich mich schon richtig radikal fertig und das will ich nicht mehr. Das sind jetzt meine Ziele, die ich in 2025 für mich regulär umsetzen möchte. Ich möchte einfach weiter nach vorne kommen. Ich möchte keinen Jojo-Effekt haben. Ich möchte mindestens meine minus 20 Kilo halten und ich würde sehr gerne noch 10 Kilo abnehmen, aber langsam. Für mich ist jetzt eigentlich mehr das Ziel, dass ich in meinen Sport reinkomme, dass ich merke, dass ich stärker werde, dass ich meine Routine da entwickle und dass ich über die Zeit mein Gewicht hoffentlich ausschleichen werde. Aber das Allerwichtigste, um gegen den Jojo-Effekt vorzugehen, ist einfach, dass ich mehr Muskeln bekomme, dass ich meine Muskeln aufbereite, sage ich jetzt mal. Und deswegen habe ich mein Kalorienziel ein bisschen hochgesetzt, damit ich meine Muskeln nicht weiter nach unten hungere oder einfach nur halte. Ich hoffe, dass ich sie ein bisschen hochpushen kann. Mache mir damit aber jetzt auch keinen Stress, weil ich einfach nur keinen Jojo-Effekt haben möchte und stark werden möchte. Ich möchte meine Muskeln fühlen, weil einfach Stärke mich in meinem Geist noch weiter nach vorne bringt. Und dabei nehme ich euch auf YouTube montags, mittwochs und freitags mit und in einem Mini-Vlog dienstags, donnerstags und samstags. Ich bin so stolz, ich habe es geschafft, das auszusprechen. Und was ich noch sagen wollte, ich werde mich jetzt auch zukünftig montags nicht mehr vorstellen. Ich verlinke einfach das Video hier. Das war's für heute. Morgen gibt es meinen ersten Mini-Vlog im neuen Jahr oder in der neuen Kalenderwoche 1 an Silvester. Ich bin mal gespannt, weil eigentlich habe ich noch Urlaub. Mal gucken. Ich lasse mich selber überraschen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.